Da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Wie schön. So ein schöner Frühlingstag bei uns und es sprießt wirklich aus allen Knospen. So wunderschön. Entschuldigung, ich habe mir gerade was in den Hals gehupft. So wunderschön. Es war wirklich ja, ein Wachstumstag heute und hat sehr gut getan und wir freuen uns, dass wir diesen Abend wieder mit euch für unser Wachstum, für den Planeten, für uns alle, für die Menschen, was wir heute wirken, gemeinsam für diesen Wachstum auch stehen heute. Ja. Also auch von mir, Omar sagt, ihr Lieben, für alle, die neu dazugekommen sind, das erste Mal da sind, an alle, die oft oder auch immer da sind, lieben Herzensdank, ihr seid wie Säulen des Lichtes auch. Und ja, schön, dass ihr euch entschieden habt, trotz des schönen Frühlingstages mit uns hier gemeinsam mit der geistigen Welt, Mutter Maria heute, die die Botschaft sendet, diesen Abend oder diese 1,5 Stunden circa zu verbringen. Anna Nascha dafür. Wir freuen uns, genau. Übrigens gleich noch eine Ansage, weil beim letzten Mal haben wir euch gesagt, dass wir geplant hätten für dieses Mal eine Fragerunde zu machen. Also ihr hättet uns live Fragen stellen können über den Chat und wir hätten die beantwortet. Und wir haben es ja schon rausgeschrieben, also wer unseren Jelly so einen Lichtboten kriegt, dass wir das diesmal nicht machen, also aufgeschoben ist nicht aufgehoben, vermutlich beim nächsten Mal, aber dieses Mal war es einfach ein Anliegen der geistigen Welt, gerade zu der Zeit, gerade Zeitqualität oder im Moment jetzt, dass Mutter Maria eine besondere Botschaft überbringt. Und ja, wir hatten uns natürlich auch im Vorfeld überlegt, wie wir das machen sollen mit den Fragen, wie das am besten laufen kann. Also übrigens, wir hatten ja die Frage gestellt, schreibt uns auf verschiedenen Kanälen, ob ihr euch das wünscht. Und es war also Das Verhältnis war ungefähr so. 200, also jetzt ungefähr, haben gesagt, oh ja, Fragen, das ist schön, das wollen wir mal machen. Und 2 haben uns geschrieben, klar, vielleicht haben es auch 50 noch gedacht, aber 2 haben geschrieben, dass sie das nicht, also sie das jetzt nicht brauchen, sage ich mal so, ganz nett haben sie das geschrieben. Und das sind dann immerhin 99%. ja, genau, bei dem Verhältnis haben wir uns entschieden, doch, dass ihr das gerne hättet. Ja. Genau. Genau, Und dann haben wir uns reinversetzt, wie das wohl gehen würde. Viele Fragen und 2 Leute. Wer antwortet jetzt und Wer wann? und wie machen wir das organisatorisch? Und also, Dann hat die geistige Welt entschieden, dass Mutter Maria heute spricht. weil wir uns nicht einig geworden sind. Aber Nein, natürlich nicht. Aber es ist jetzt sowieso so, beim nächsten Mal werden vermutlich die Einschaltquoten vom ersten Dienstag runtergehen, weil die Adamea nicht da ist. Und du bist halt die Sympathieträgerin hier. Und ich mal schauen, wie viele dann von euch da sind. Aber du, Da der bin Super Channel-Star, oder? Das gleicht sich Channelstar. wieder aus. Naja, also wir werden ja sehen. Und ich werde nächstes Mal den ersten Dienstag alleine, also ohne Adamea machen, weil die klingt sich einfach aus. Ja, nächsten Anfang Monat werde ich mir mal 3 Wochen Auszeit nehmen. Er hat das letzten Frühling gekriegt und ich darf das dieses Jahr machen und freue mich sehr, einfach mal 3 Wochen, ja, so Was machst du denn da? für mich und ja, Magst du es nicht sagen? Das interessiert Doch. die Leute bestimmt. Komm, sag. Ich erfülle mir einen wirklich jahrelangen alten Traum, dass ich mal pilgern gehe. Ich gehe 3 Wochen zu Fuß, folge den Spuren der Liebe und setze Spuren der Liebe in Italien auf dem Pilgerweg von Franz von Assisi. Ja, genau. Das ist wirklich ich
verwirkliche mir da mal einen Traum und bin sehr gespannt, 3 Wochen zu laufen, unterwegs zu sein, mich zu begrenzen auf einen 7 Kilo schweren Rucksack oder so. Genau, also Kein Make-up, keine Cremes, unnötiges Zeug, wie auch genau, immer. genau. Also, und Freue mich und da bin ich ich am freue mich nächsten auch. ersten Dienstag. Und nicht nur für dich, Ja, auch für mich. ja, klar. Für euch natürlich nicht, weil ja da mehr dann fehlt. Ähm, aber wir sind so übereingekommen, dass es vielleicht auch Sinn macht, wenn dann ich die Fragen beantworte, wenn einer die Fragen beantwortet, dass das besser funktioniert auch. Und wir machen das dann so, ich nehme das iPad auf den Schoß und ich sehe eure Fragen. Und ich möchte es wirklich ungefiltert machen. Also nicht im Vorfeld schon Fragen und Fragen auswählen oder dass jemand schon die Vorauswahl trifft und dann nur, sondern ich möchte die Fragen so nehmen, wie sie kommen. Und ihr dürft wirklich alles fragen. Also natürlich nur im Vorfeld gesagt, nicht so Sachen wie, was bedeutet der grüne Farbstrahl, was bedeutet mein persönlicher Priestersatz und so. Für solche Fragen bin ich nicht zuständig, die zu beantworten. Aber euch fallen bestimmt auch andere Fragen ein und es dürfen auch Fragen sein von manchen von euch, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, vielleicht ein paar grundsätzliche Fragen. Fragt einfach. Also ich werde schauen, was ich beantworten kann, beantworte ich. Was ich nicht beantworten kann, sage ich euch dann schon. Und da freue ich mich drauf. Und das passt dann eigentlich gut. Ich habe mir das so vorgestellt, ich werde vorher einige Fragen beantworten und dann danach Laozi channeln. Dann wird Laozi schon vielleicht auch noch auf die eine oder andere Frage eingehen, vielleicht auch oder andere Fragen beantworten, die gar nicht Vielleicht gestellt liest wurden. Laozi auch im iPad und beantwortet ein paar Fragen, die dort stehen. Ja, alles möglich. Oder? However, und dann kommt das Laozi-Channeling und nach dem Channeling, wenn eigentlich der Livestream vorbei ist, der erste Dienstag, werde ich nochmal Fragen beantworten und dann kann ja jeder von euch selber entscheiden, ob ihn das jetzt noch interessiert, ob er noch dranbleiben will oder ob er aus dem Stream rausgeht. Ich glaube, oder? Das ist die beste Sehr gut. Lösung. Dann kriegt jeder so ein bisschen was er sich wünscht. Wunschkonzert, Ja, genau. aber ihr seid ja so lieb. Also ich weiß, wenn wir sagen, wer wünscht es sich, dann schreiben von 1500 ist es ja schon viel, wenn da 200 schreiben. Ja, ähm, und wir wissen halt auch, wenn 2 schreiben, nein, lieber nicht, dass sich vielleicht doch einige von euch auch denken, weiß auch nicht, brauche ich nicht unbedingt, aber ihr seid so lieb und schreibt es dann gar nicht. Deswegen wird sich vielleicht auch ein bisschen angleichen oder die Balance halten, aber so glaube ich, ist es dann gut eingeteilt, da kann jeder damit leben. Gut. Let's it down, so eine lange Ansprache im Stehen haben wir noch nie Ja. gehalten. Und dann denkst du immer daran, dann ist auch diese Kamera Ja, für genau. dich. Strahl mal da Wunderbar. hinein, deine Sympathiewerte hier rein. Heute ganz besonders. Magnetische Funken in dieser Kamera, genau. Ja, ihr Lieben, also natürlich habe ich jetzt schon eine Weile auch unser Gruppenfeld aufgebaut, euch da auch energetisch eingeladen. Und ich wollte einfach auch noch so kurz sprechen, auf eine Art und Weise passt das auch zur Energie von Mutter Maria. Ich habe mir in letzter Zeit so ein bisschen die Felder angeschaut und in Dinge reingefühlt oder was Menschen aus unserem Umfeld auch so erzählen oder auch aus eigenen Erfahrungen, dass ich kurz mal darüber sprechen möchte. Also wir sind ja die Lichtfamilie, die Pionierlichtfamilie, die Mitte. vorausgeht Mitte. seit... Danke für die Regieanweisung. Immer gerne. 2 Kameras sind so schwierig. Und wir sind auch
die Lichtfamilie, die seit Nyros, seit unserer gemeinsamen Epoche Nyros, eigentlich für das Vertrauen steht. Grundsätzlich sind wir ja auch schon mit wahnsinnig viel Mona Oha, mit wahnsinnig viel Vertrauen nach Lemurien gekommen überhaupt zu Anbeginn der Zeit. Und das zeichnet uns aus und ist auch etwas, was wir in uns tragen, was wir aber auch geschult worden sind im Vertrauen. Alle, die schon 36 Schritte gemacht haben, wissen das, dass es mit Mona Oha, mit dem Vertrauen beginnt. Und es ist einfach eine Zeit, in der dieses Vertrauen von jedem Einzelnen von uns wichtig ist, also schon nur für jeden Einzelnen selber, für sein Wohlbefinden, dieses Vertrauen zu haben in diese Zeit jetzt, in das, was kommen wird, in unsere Fähigkeiten, das Vertrauen zu haben in die geistige Welt, die uns so liebevoll anleitet und immer für uns da ist. Also es ist eine Zeit, in der wir uns auch sehr bewusst für das Vertrauen entscheiden. Immer und immer wieder, wir haben auch Wackeltage mit dem Vertrauen, das ist, das ist klar, das ist auch manchmal eine Tagesform, aber wir entscheiden uns immer wieder für dieses Vertrauen. Und im Außen ist gerade alles so in Aufruhr und in Unsicherheit, dass wir mit diesem Vertrauen auch diesen Gegenpol eben darstellen und unser System, also gerade auch unser Körper sowieso, aber auch unser neurales System, also unser Nervensystem, was sehr stark mit dem Körper verbunden ist, hinkt diesem Vertrauen oder unseren manchmal so oft bewussten Entscheidungen für das Vertrauen ein bisschen hinterher. Und unser physischer Körper ist ja der langsamste, der mit all diesen Entwicklungen mitgeht. Und das Nervensystem verbindet da sehr vieles und möchte eben an diesen alten Strukturen der Kontrolle, des Wissens festhalten. Und das sind Spannungsfelder, die es ganz gut sein kann, also die wir so im Moment sehr stark spüren. Also körperlich zeigt sich das dann so wirklich in Verspannungen, also natürlich sehr oft vor allem da im Nackenbereich, Schulterbereich. Wo hat man jetzt gesagt, im Körper die Verspannungen noch sind? Du hast heute noch was Ach gesagt. ja, überall, wo Nerven sind. Ja. Ja, du hast noch was ganz Bestimmtes, wo wir so drüber gesprochen haben. Ja, genau, einfach an Körperspannungen und Anspannungen, die uns manchmal einfach ein bisschen unwohlig fühlen lassen. Das sind nicht unbedingt Lichtkörpersymptome, sondern es sind eigentlich Transformations- und Veränderungssymptome. So, also ein hinterherhinkendes Nervensystem, das im Stress ist, weil es noch nach Kontrolle, nach Struktur ruft und wir wollen uns eigentlich in dieses Vertrauen, was auch Hingabe und Fallen lassen bedeutet, hineinbegeben. Und das ist so etwas, was im Moment in der aktuellen Zeit ein bisschen an uns zerrt. Es ist also gar nicht immer nur so das Äußere der Dualität, was an uns zerrt. Das haben wir auch schon thematisiert, du mal in einem sehr schönen Newsletter mit der Technik und all diesen Sachen, sondern das ist jetzt etwas, was wirklich eher so strukturell in unseren Energiesystemen stattfindet. Ja, das ist schon so eine Grätsche auch, die man macht. Also Ja, zwischen der Absicht, ins tiefe Vertrauen zu gehen und auf der anderen Seite eben noch diese Prägungen auch ja, bis in die Zellen rein und ja, bis in den genau. Körper rein. Und ich habe letztes Mal, also Also schon du jetzt, darfst gerne auch zu ihm sprechen. Du darfst gerne das wundervoll ergänzen, mein Liebster. nein, nicht für dich. Also bei das, was ich jetzt kurz einwirf, das weißt du gar nicht. Ah, du überraschst mich. Ja, überrascht dich. Ja, Das war uns. vor einer Zeit mal, ihr kennt alle bestimmt
an den Straßen sind manches Mal so Plakatwände, wo Werbung plakatiert ist. Und da stand ganz groß, und ich weiß jetzt nicht ganz mehr genau, welche Firma oder war es eine Versicherung, aber ganz groß stand da: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und den Spruch kennt ihr ja alle. Und es ist halt genau das Gegenteil der Fall. Also Genau, und Kontrolle ist wir leben eigentlich eben dieses Gegenteil. Das haben wir schon so. ja, und unseren Körper müssen wir da ein bisschen mitnehmen, auch mit Mutter Maria trägt ja auch die Energie des Trostes, und ähm, auch deinen Körper auch ein bisschen trösten und liebevoll mit ihm sprechen, dass das schon auch wieder vorbeigeht und eine Phase ist, die einfach in dieser Zeit sich so zeigt. Also wir wissen einfach von vielen von euch, dass manche wirklich auch körperlich massiv so Probleme haben, und ein Schmerz ist immer was Massives. Das ist jetzt völlig egal, ob das ein Lichtkörpersymptom ist, eine Symptomatik der Transformation wegen Widerstand erzeugt, oder ob es jetzt eine Krankheit ist. Schmerz ist dann Schmerz, und das wird auf eine Ebene gestellt, oftmals, und es fühlt sich so schlimm an. Und ohne wegleugnen zu wollen, dass es natürlich immer noch auch Erkrankungen, Krankheiten gibt, die man dann beim Arzt abklärt oder schaut, sind halt diese anderen Schmerzen, aber ganz anderer Ursache, ganz anderer Natur. Und ja, so fühlt gut in euch rein. Manche Dinge sind weniger schlimm oder eigentlich Zeichen der Veränderung, auch wenn es weh tut, als wie eine Krankheit. Aber wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, dass es eine Erkrankung ist, dann ganz lustig, jetzt erzähle ich noch eine kleine Anekdote, weil das muss ich jetzt noch erzählen. Ich hoffe ganz einfach, dass das nicht viele damals so aufgefasst haben. Letztens habe ich eine E-Mail bekommen, ähm, eine Dame mich gefragt hat, wie ich das gemacht habe, weil ich ihr das beim ersten Dienstag mal erzählt habe. Manche von euch erinnern sich noch, vor einem Jahr oder länger hatte ich hier mal eine Zahnlücke, weil da ein Ah, Zahn ja. abgestorben war und der gezogen wurde und so. Und ich habe halt einfach die Lücke da so gelassen und habe dann so Stimmt. mit dem Augenzwinkern gesagt, den lasse ich jetzt wieder nachwachsen. Und ein paar Monate später war halt dann ein Implantat drin, und die hat wirklich gedacht, ich habe mir den nachwachsen lassen. Und ich habe ihr dann schon gesagt, es ist halt schwierig, Ironie, man sagt im Fernsehen oder über die Kamera funktioniert Ironie nicht so gut. Ich habe gedacht, ich habe es schon so rübergebracht, dass es scherzhaft war. Ja, also bei aller Regeneration, Erneuerung und Verjüngung ist natürlich das Nachwachsen lassen von Körperteilen etwas, was so tief im genetischen Programm drin ist. Das sind die Dinge, die kommen dann wirklich zum Schluss. Also wie gesagt, Irgendwann schon, aber wie es dauert gesagt, noch. wenn, wenn ihr wirklich einen schlimmen Zahn habt, manchmal braucht es vielleicht eine Wurzelbehandlung, und dann ist auch wieder gut. So, haben wir das auch geklärt? Ja, 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 nicht, lustig, dass da lustig. das falsch rüberkam. Ja. Ja, schön. Dann bleiben wir im Vertrauen. Es ist schön für uns, im Vertrauen zu sein, und lassen den Körper mitkommen. Sehr unterstützend ist natürlich genauso in diesem Gap oder in dieser Zwischenzeit, wo gerade das neuronale System, die Nerven, dem ein bisschen hinterherhinken und sich dann auch in diesen Anspannungen im Körper zeigen, ist natürlich
mit dem neuen Meridiansystem zu arbeiten. Das gleicht das aus mit dem Meridianarchitekten. Also alle, die diese Möglichkeit haben, denkt daran, es ist wirklich das, was im Moment sehr stark hilft und dient. Ja, ja, weil natürlich die Energiebahnen und das Meridiansystem, die übergeordnete, die Metaebene ist, die mit dem Nervensystem auch verbunden ist, dann auf physischer Ebene. Ja, ansonsten einfach mal eine schöne Massage kann auch gut tun. Ein Bad in den Thermen, Whatever, was gut tut, tut gut. Infrarot. Ihr Lieben, dann würde ich vorschlagen, wenn du nichts einzuwenden hast. Ich bin ganz bereit für Mutter Maria. Ich habe mich so gefreut, dass diese wunderschöne Statue, die ich vor Jahren mal hier in einem Blumengeschäft gesehen, gekauft habe, heute so einen Ehrenplatz gekriegt hat. Ich liebe diese wunderschöne Mutter Maria. Und ihr müsst wissen, Lamia ist auch eine Puristin und auch sehr Ästhetin. Da darf dann da drüben nichts anderes stehen, damit auch das zur Geltung kommt. Damit und so. ich und Mutter Maria. Und ich würde da gerne noch eine Pflanze und das und so das Bühnenbild zu gestalten, das ist immer schon so eine Gratwanderung. Aber irgendwie kriegen wir es dann immer hin. So, jetzt ist das auch gesagt. Jetzt mache ich noch ein letztes. Das interessiert mich schon die ganze Zeit, die Tulpe. Ich glaube, das riecht so gut. Ja, es riecht richtig. Tulpen heißen Frühling. Neubeginn. Ja, dann macht es euch bequem. Ihr wisst, wie immer sind diese Channelings nicht einfach nur Channelings, sondern wir sind ja ein großes Kollektiv, im kollektiven Lichtkörper verbunden und wir haben das als der erste Dienstags-Family benannt. Und mit diesem Kollektiv, dem wendet sich die geistige Welt auch sehr verstärkt zu, ganz einfach, weil es groß ist und weil wunderbare Menschen wie ihr dabei sind, die so eine tiefe Herzensliebe und Absicht in sich tragen. Das ist das, was die geistige Welt und die hohen Lichter besonders anzieht und wo sie natürlich uns dann auch einzeln, aber auch im Ganzen besonders gut verwenden können. Das hört sich jetzt ein bisschen Ding an, aber mit uns gemeinsam, wir dienend auch als Kanäle oder als Überbringer immer für Energien, die dann weitergeleitet werden, auch ans Planetenbewusstsein. Lady Cheyenne, heute habe ich mal das T-Shirt-Extra wieder rausgezogen, weil Lady Cheyenne es im Moment natürlich nicht sehr einfach hat und Lady Cheyenne und wir Menschen, wir sind ja eins. Und somit kann man das auch nicht wirklich trennen. Und diese Energie des Trostes oder die Mutter Maria heute überbringen wird, war der geistigen Welt wichtig, dass es heute geschieht. Und deswegen ja, keine Fragen. So, dann jenseits aller Fragen. Wollen wir dann channeln wir. Schönes Channeling wünsche ich euch. Ich bin Mutter Maria. Ich begrüße euch, die liebende Gemeinschaft, die sich bekennt zum Licht
und den Spuren der Liebe folgt. Mit Omar Tassat. Du bist gesehen, du bist willkommen, du bist eine und einer von uns. Du bist mehr als nur Mensch. Und doch ist das Menschsein in dieser Zeit auch so wichtig, es bewusst zu erleben, doch nicht aus der Perspektive des Nur-Menschseins heraus, sondern es verbindend, zu fühlen, du bist göttlich und doch auch in der Manifestation ein Mensch. Die Verbindung der göttlichen Liebe und der menschlichen Liebe. Ich, Mutter Maria, ich trage viele verschiedene Attribute in mir. Und eines, unter dem ich besonders von den Menschen gerufen werde, ist das des Trostes und des Schutzes. Der Trost ist eine besondere Energie, ein Energiestrom, der im Universum erschaffen wurde, um euch Unterstützung zu bieten. Im Universum selbst ist diese Energie nicht vonnöten. Doch wie immer ist es ein Wort, das geprägt ist von bestimmten Vorstellungen, was es beinhaltet. Doch das Energiespektrum dahinter ist so vielfältig. Und ich möchte dir sagen, diese Energie des Trostes, die ich zu euch trage, hat nur sehr wenig damit zu tun, wie ein Mensch einen anderen Menschen tröstet. Bestimmt hast du oft mal schon selbst andere Menschen getröstet. Vielleicht ein Kind oder du bist getröstet worden mit Worten, mit Zuwendung, mit Umarmungen. Der Trost, diese Energie, die es braucht, um dich, und nun höre und fühle, dir die Kraft zu geben, mit Zuversicht nach vorne zu blicken und das, was ist, das sein zu lassen, was es ist. Es ist nicht immer leicht für euch kein Urteil zu bilden. In der Dualität werden immer Schuldige gesucht. Doch letztendlich, aus einer höheren Sicht betrachtet, ist es der göttliche Plan, der sich vollzieht. Natürlich ist es nicht Gottes Wille und Gottes Plan, dass Menschen Grausamkeiten begehen. Der Plan ist etwas viel Größeres. Und er führt dorthin, dass das geschieht, was geschehen muss, damit ihr in die Wirklichkeit zurückkehren könnt.
dass die Dualität und die Machtstrukturen in sich zusammenbrechen. Und das ist es, was geschieht. Auf irgendeine Art und Weise muss es sich ja in der Dualität darstellen und zeigen. Wenn du das nächste Mal dir eine Meinung bildest, vielleicht über einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen, dann bedenke auch, dass jeder Mensch in sich das göttliche Licht trägt. Dir mag es bewusst sein, dass du es in dir trägst. Doch wie sehr ist es dir bewusst, dass jeder Mensch dieses Licht in sich trägt? Der Frieden für dich liegt auch zum Teil darin, zu erkennen, dass es nichts gibt außerhalb von Gott und dass somit alles, selbst jene Strömungen der Energien, die sich zeitweise versuchen, vom Göttlichen abzuwenden und sich den Gesetzmäßigkeiten zu entziehen, doch vom Göttlichen in den Dienst genommen werden, dass sie das, was sie tun, oftmals in einer anderen Absicht tun, als es dann letztendlich sich manifestiert. So urteile nicht, bewerte nicht, betrachte und beobachte. Und sei auch du bereit, diese Art des Trostes für alle Menschen in dir zu tragen. Trost hat etwas zu tun mit Mitgefühl, auch mit Barmherzigkeit. Trost beinhaltet das Anerkennen von dem, was ist. Mutter Maria möchte euch heute ein besonderes Geschenk machen und somit auch dem Planetenbewusstsein und auf diese Art wiederum jedem einzelnen Menschen. Denn ich bin für alle Menschen da, liebend, bewahrend, behütend, tröstend. Und jeder Mensch, der mich ruft, egal unter welchem Namen, wird diese Unterstützung erfahren. Doch gibt es auch so viele Menschen, die nicht wissen oder nicht daran glauben, dass dies möglich ist. Und so können wir, die hohen Lichter, die geistige Welt, diesen Menschen nicht gegen ihren Willen oder ohne ihre Absicht einfach diese Energien übertragen, ohne dass sie sich an uns wenden. Doch es gibt eine andere Möglichkeit. Und da kommt auch ihr ins Spiel. Wenn ein großes Feld, eine Gemeinschaft wie ihr Energien aufnimmt und sie weitergibt an das Planetenbewusstsein,
dann ist es erlaubt, dass über die planetaren Felder, an die jeder Mensch auch angebunden ist, diese Attribute zu den Menschen getragen werden. Es sind Strömungen der Energie, die jeden Menschen erreichen können. Und immer noch kann ein Mensch sich entscheiden, aus dieser Strömung, die er aufnimmt, eine Erkenntnis, eine Erfahrung im Inneren zuzulassen. So werde ich, Mutter Maria, die ich auch einst, das Jesuskind, begleitet und so oft getröstet habe, mit genau dieser Art des Trostes, die einen stärkt, einem Kraft gibt, Selbstvertrauen und Zuversicht. Euch übertragen. Lasse dir sagen, Trost, so wie die Menschen es verstehen, hat oftmals eine gegenteilige Wirkung. Wenn Trost aus Mitleid heraus geschieht, dann ist es nicht erweiternd, aufbauend. Es ist manches Mal sogar erniedrigend. So ist es immer die innere Einstellung, das Herz, die Liebe, die darüber entscheidet, wie eine Energie zur Wirkung gelangt. Als ich einst Jesus wieder einmal Trost gespendet habe, und es waren nicht Worte, die ich gesprochen habe, es waren nur Blicke, ein Lächeln und die tiefe Gewissheit in mir, mein Wissen. Dies ist Gottes Sohn und wird seinen Auftrag erfüllen, sich erkennen. So weiß ich dies auch von dir. Und so wird meine Art, meine Liebe und mein Trost dich dabei unterstützen, dich noch tiefer zu erkennen. Und ich, wenn du es mir erlaubst, werde dir, jeder und jedem Einzelnen von euch am heutigen Tage einen leuchtenden Stern einbetten in deinen Christusaspekt, der genau diese Energie des Trostes enthält. An manchen Tagen, wenn du Trost brauchst, weil die Dualität fast so erdrückend wirkt und dir den Atem nimmt, große Anforderungen stellt, wo du doch weißt, dass das Göttliche einfach ist und alles immer komplizierter wird für euch. Dann diese Art des Trostes zu spüren,
indem du einfach mit deiner linken Hand auf deinen Herzbereich, auf deine Thymusdrüse ganz leicht 3-mal klopfst und diesen Stern des Trostes, diese Energie dort aktivierst. Einen tiefen Atemzug nimmst und du wirst fühlen, wie es dir leichter wird, wie sich eine Kraft in dir aufbaut, wie du den Mut spüren kannst, nach vorne zu blicken, zu wissen, auch wenn es nicht so scheint, es ist alles gut. Ihr werdet in die neue Welt gehen. Diese Durchgangsphase und Übergangsphase wird enden. Und sie wird schneller enden, als ihr glaubt, als ihr vermutet. Es wird einen Moment geben, in dem alles innehält. Und dann wirst du wissen, nichts war umsonst. Was du getan hast und dein Vertrauen hat sich gelohnt. Und so lasst uns jetzt mit diesem energetischen Ritual beginnen. Denn ich, Maria, ich bin die Hohepriesterin des Universums. So viele haben von euch Priesterschaftszyklen bei mir durchlaufen, in vielen Epochen, haben Weihen erhalten. Und immer wurden auch Rituale gelehrt. Denn Rituale besitzen eine ganz besondere Kraft. Sie bündeln die Energien. Und so werde ich jetzt mit euch, mit dir, wenn du es dir erlaubst, ein solches Ritual ausführen. Atme das Licht der Liebe in dich hinein. Wisse, dass du nur Liebe atmen kannst, weil du Liebe bist. Und spüre, wie die lichtvolle Liebe sich in dir ausdehnt, sich weitet zu einer leuchtenden Sonne, die du bist. Und lasse dich fallen in dich hinein. Denn in der Tiefe deiner selbst ist nichts, was dich ängstigt. Dort ist nur Liebe und Licht. Jede Angst und jeder Zweifel sind an der Oberfläche. So lasse dich von der Oberfläche in die Tiefe gleiten. Und mit jedem Atemzug wirst du ruhiger, spürst du Wärme, Geborgenheit, spürst dich selbst. Dort, in dieser Stille deiner Seele, trete ich dir entgegen. Ich gehe auf dich zu. Meine Hände dir reichend. Und ich nehme dich bei den Händen, blicke dir in die Augen.
wenn du jetzt dein Herz ganz weit öffnest, die Christusliebe, die in dir zirkuliert, dehnt sich dabei aus. Dann gebe ich dir jetzt in deine Hände einen leuchtenden Stern. Nimm ihn und halte ihn auf dein Herzzentrum. Und ich, Mutter Maria, ich lege meine Hände mit einer Segnung darüber und bette diesen Stern in dir ein. Ich spreche die Worte der Priestersprache, die dir in deiner Seele wohl bekannt sind. Anorem, Anim, Seaman, Tassat, Ania. Möge der Trost und die Liebe dich begleiten. Lasse die Menschen daran teilhaben. Lasse den Planeten ein Teil davon sein. Und dies werden wir jetzt tun. Dafür gehen wir gemeinsam, so wie wir dies immer tun, in das Feld in dir, die innere Seelenlandschaft, ein hochenergetisches Feld, das du in deiner Seele trägst, in der Wunder sich bereits manifestiert haben. Ich mit dir durch ein goldenes Tor, ich mit jedem Einzelnen von euch und wir alle gemeinsam im Kollektiv suchen nun dieses Feld auf. Und wir versammeln uns. Und wieder ist es ein Ritual. Du legst deine linke Hand auf dein Herz. Du bittest deinen goldenen Engel, von dem Stern des Trostes ein Abbild der Energie zu erzeugen. Und du nimmst diesen Stern, dieses Abbild aus deinem rechten, mit deiner rechten Hand, aus deinem Herzen und hältst diesen Stern hoch. Wir alle gemeinsam. Und nun legen wir alle gemeinsam diesen Stern auf den Boden, auf die Erde. Diese Gabe, dieses Geschenk für Lady Cheyenne und den Planeten, für die ganze Menschenfamilie, leuchtende Sterne zu Tausenden, funkelnd und gleißend in ihrem Licht, verbinden sich. Es ist eure Fürsorge, euer Trost, eure Barmherzigkeit, eure Zuversicht, die ihr im Herzen tragt. Und Lady Cheyenne nimmt diese Sterne in sich auf.
entlang der Energiebahnen der Leylines und leitet sie dorthin, wo die Menschen sie jetzt in dieser Zeit am meisten brauchen. So lasst uns zusammenstehen. Lasst uns vereint sein. Lasst uns immer auf das Gute, Wahre und Schöne blicken. Versuche in deinem Alltag ganz bewusst das Schöne zu suchen und zu sehen. Und alles andere lass liegen. Entscheide dich dafür, nur noch das Gute anzunehmen. Dies ist eine Entscheidung, die dein Leben verändern kann. So wenn ein Mensch zu dir Worte spricht, vielleicht in der Absicht, dich zu verletzen, dann nimm das eine Wort aus all dem Gesagten heraus, das positiv ist, und bedanke dich dafür. So bleibt alles außen vor, was nicht lichtvoll und Liebe ist. Und das nimmst du in dich auf und alles andere lässt du liegen. Nun verlassen wir diesen inneren Raum wieder. Lass uns durch das goldene Tor hindurch hinaus. Und uns dort versammeln. Immer noch sind wir verbunden, verknüpft. Es ist wichtig, dass du weißt, dass dieses Feld für dich immer zugänglich ist. Du kannst dort alles, das Schöne und Wahre, alles, was dir lieb und teuer ist, jede wunderschöne Erfahrung und auch all das Gute, das du separiert hast von all dem anderen, wie einen Schatz dort hineintragen. Und immer wird es dem Planeten und den Menschen zugutekommen. Ihr seid stark, ihr seid schön, ihr seid wunderbar. Lasst euch nichts anderes erzählen. Es ist die Liebe und das Vertrauen, das die neue Welt erschafft, nicht der Zweifel und die Kontrolle. Es ist die Hingabe, nicht der Kampf. Es ist die Entscheidung des Herzens, nicht die des Verstandes. Diese Entscheidung triff sie jeden Tag aufs Neue. Für das Herz, für die Liebe, so wie ich dich liebe, ist nun ein Teil von mir in dir, in Form dieses Sterns. Mit deinem Herzensstrahl kannst du diesen Stern, diese Energie, auch auf andere Menschen übertragen, wenn sie Trost brauchen,
Und es wird sie tiefer berühren als vielleicht manch anderes Wort, wenn du diese Energie sendest. Letztendlich ist es die Energie. Hinter allem ist es die Energie. Und gäbe es dafür nicht nur dieses eine Wort in eurer Sprache, das wir so oft verwenden. Es müsste viele tausende Worte für Energie geben. Ich, Mutter Maria, bin bewegt von eurer Liebe, von eurer Gemeinschaft, von eurem Wirken, eurem Tun im Dienste. Und ich sage euch, ihr werdet so sehr geliebt, so sehr. An Anascha. In dem Moment stehen wir meistens auf, oder? Ach so, gleich auffedern, oder? Ja. Nee, weiß. Ja, Es war wunderschön. Ich fand es zauberhaft, zauberhaft. Allerliebste Mutter Dankeschön. Maria. Und ich fand auch, dass sie so spezielle Worte gefunden hat, oder also durch dich dann, das auszudrücken, was Trost eigentlich ist. Also ich fand es richtig schön. tröstlich. Nein, schön, interessant, erkenntnisreich, zauberhaft. Hey, hier drin. Da. Einfach. Ihr Lieben, dann ist heute einfach so. Wir Es sagen, gibt nichts, wir haben alles gesagt. Wir Gell? haben- Nächstes Mal bin ich allein. ja, Ich bin ja nicht allein, ich bin mit euch. Lasst mich nicht allein. Aber du gibst mir schon viel Sicherheit, weißt du, wie ich meine? Ja, Das ist klar. schon, Also wenn man natürlich. zu zweit da ist, Klar. aber du hast es auch ohne mich letztes Jahr geschafft, ich schaffe es auch ohne. klar, du warst auch schon Stimmt, ohne ja. mich. Nirias ist ja auch noch Alles da. halb so dramatisch. Ihr macht einen schönen Männerabend, du und den Nirias hier am ersten Dienstag. Hier, ja. Mit vielen Frauen auch. Genau. Ach, Ananascha, ihr ihr Lieben, Lieben, es war einfach sehr schön. danke, dass ihr. Ja, Ich werde mich natürlich mit euch verbinden. Natürlich werde ich am ersten Dienstag mich an das Gitternetz, natürlich werde ich an euch denken, natürlich. ja. Natürlich. Werde ich energetisch mit euch sein. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Frühling, Smonat. Was noch? Zauberhafte Momente, Ja. voller Trost, voller Zuversicht Voller Vertrauen. und voller Vertrauen. Wir sagen es immer wieder, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, oder? Alles ist sehr laut und turbulent, Bleibt cool. aber genau, gelassen und Genießt das Leben. ja,
Ja. Ja? Lebensfreude ist schon ein ganz wichtiges Thema. Das geht manchmal ein bisschen unter, muss ich zugeben, bei mir manchmal auch. Es ist viel zu tun und das noch und das noch. Und Geht Eis essen, kauft neue das, Sommerklamotten. ja, das ist deine Art von Lebensfreude. Nee, es gibt ja, ich kann jetzt nicht alle aufzählen. So, Ja, aber, egal, was immer ihr auch gern tut. was immer Ist euch euch Spaß. Lebensfreude bereitet. Genau. Der Frühling unterstützt das. Genau. Also, Wer hat das letzte Wort? ja, wer hast du? Ich sage euch Tschüss, habt euch fest lieb, habt eine gute Zeit. Ciao.